Welcome back to the Data Rant. Wir hatten Herbst, Winter, Sommerpause. Was war das? Ne? Kommt drauf an, wo man sich befindet. Ich glaube, wir hatten beide vor allem einfach zu viel zu tun, um Podcast-Episoden aufzunehmen. Ja, genau. Aber ich freue mich total, dass es weitergeht. Dann starten wir gleich rein. Aurel, was ist dein Recap der Woche? Mein Recap der Woche bzw. des Monats ist, dass wir dass Schulungen, Workshops und solche Geschichten, also 2-3 Tage Weiterbildung im Endeffekt am Ende des Jahres extrem zunehmen. Also bei mir sind da viel mehr Anfragen reingekommen, was glaube ich vor allem daran liegt, dass Ende des Jahres irgendwie noch Weiterbildungsbudgets offen sind, irgendwie die Mitarbeiter noch Weiterbildung machen müssen und ja, dann halt feststellen, oh, das Jahr ist gar nicht mehr so lang, sich dann irgendwas suchen, was sie interessiert oder vielleicht auch nicht interessiert und dann im Endeffekt eine Schulung buchen. Als Coach an der Stelle so ein bisschen undankbar meistens, weil das ist halt kein so mega starkes Interesse am Ende, sondern es ist eher so, ja, ich sitze jetzt hier halt drin und ich lasse mich ein bisschen berieseln. Ich persönlich fände es immer viel geiler, wenn die Leute halt auch richtig Bock haben mitzumachen. Ist viel dankbarer und macht viel mehr Bock für alle Seiten, glaube ich. Aber ja, ist halt so. Und am Ende des Jahres ist halt einfach noch Geld da in diesen Töpfen und das wird halt ausgegeben. Oh, was ist denn dein Recap? Also, Ja, ja, des Jahres ist bei mir auch immer Projekt, Beendigungszeitpunkte, Übergaben. das Also stimmt. Ende des da die Mitarbeiter nochmal in irgendeine Schulung zu setzen. Und Überstundenabbau ist auch am Ende des Jahres oft, gell? Ja, aber ich glaube, es gibt so verschiedene Level von Notwendigkeiten und ich glaube, alles, was so Weiterbildung ist halt Rechte von Arbeitnehmern und da wird halt drauf geachtet. Da ist halt auch HR meistens ziemlich hinterher, dass die Leute die Weiterbildung nehmen, die sie nehmen sollen. Deswegen kann ich das schon verstehen. Projekt kann auch nächstes Jahr fertig werden. Ne? Kostenneutrale Verlängerung ist hier das Zauberwort. Ja, mein Recap ist irgendwie eine Erkenntnis, die ich jetzt auch schon länger gewinne und die sich immer mehr manifestiert, dass die Softwareentwurfsmuster und wie man mit einem Cloud-System interagiert oder mit einem Daten, mit einer Data-Plattform interagiert, zum Beispiel von einem Hyperscaler, dass die immer darunter leiden, wenn die zu groß werden oder wenn die größer werden und neue Kundenfelder erschließen. Äh, Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn man sich dann eben neue Geschäftsfelder erschließt, man dann eben Kompromisse machen muss bei der Softwareentwicklung. Zum Beispiel hier kannst du deine Data Pipeline einfach mittlerweile so mit ClickOps von links nach rechts ziehen und das verbinden und so weiter. Dass das aber sehr schwer wartbar ist und testbar und damit halt dann problematisch sein könnte für Tag 2 oder Tag 3 Operations, wo man eben Patches einspielt oder Dinge weiterentwickelt und bei Softwareentwicklung muss man halt eine gute Test-Coverage haben. Dass es dann da problematisch wird, das spielt dann weniger eine Rolle. Aber genau, im Sales sind eben diese Features wahrscheinlich gewünscht von den Käufern. Und deshalb entwickeln sich, habe ich das Gefühl, viele Plattformen und viele Produkte und Softwareprodukte entwickeln sich eher aus meiner Sicht immer in eine schlechtere Richtung, weil der Core, bleibt ja so gut wie er ist. Und also dieses Hauptaugenmerk der Software bleibt so, wie sie ist. Aber dadurch, dass man auf die Usability irgendwie oder auf diese Frontend-Feature achten muss, wird es dann degraded praktisch so die Developer Experience für die Entwickler, die wirklich zum Beispiel einen Spark Core benutzen und wirklich die großen Data Pipelines irgendwie mit Jobs aufbauen müssen. Ja, ich glaube, das liegt zum Teil auch daran, dass wir beide halt irgendwie technische Leute sind. Wir kommen halt auch mit Code besser klar wahrscheinlich als mit so Diagramme zeichnen, um irgendwas darzustellen. Ich glaube aber auch, dass es halt sich einfach besser verkauft, weil man das schön in der Demo zeigen kann, auf irgendeiner Folie präsentieren kann. Und wenn man das jetzt halt, was nicht, so eine YAML-Datei ist halt nichts Schönes. Ne? Selbst wenn man programmieren kann, ist eine YAML-Datei nichts, was man anfassen will. Aber
aber muss man halt oft genug. Aber so grundsätzlich ist halt schon was anderes, ob man jetzt was auf einer Folie zeigen kann und schöne, weiß nicht, Flowgraphs hat oder irgendwas. Da wird, glaube ich, die kreative Energie der Einkäufer oder der Leute, die Kaufentscheidungen treffen, anders stimuliert. Aber ja, so ist das halt. Na, da muss man halt gucken, dass man trotzdem das Beste draus macht. Obwohl ja auch SQL zum Beispiel ja eigentlich nur ein User Interface ist für ein ziemlich kompliziertes Query Execution Engine System. Ja, Also eigentlich ist das, also für mich als Entwickler ist das ja schon mal die schönste Oberfläche für sehr viele Probleme. ja, ich brauche Für andere, genau, brauchen noch was Schöneres. Ja. ich brauch auch nicht unbedingt eine GUI. Ich komme auch auf ein Terminal klar, aber am Ende benutzen halt trotzdem alle GUIs. Ich auch, also so ist nicht. Aber das glaube ich einfach so ein bisschen andere Zielgruppe, andere Leute. Der Entwickler entscheidet halt ganz selten, was gekauft wird. Ja. Genau. Lasst uns über unser heutiges Thema reden, Orel. Ich freue mich. Data Products. Ja, Warum gibt es die überhaupt und wo kommen die her und was tun wir damit? ich glaube, Data Products sind einfach eine Weiterentwicklung von dem, was wir aktuell machen oder was in den letzten 10, 15 Jahren auch in den allermeisten Firmen gemacht wurde. Wenn man da jetzt einfach so mal den Status quo sich anguckt, was die meisten Firmen haben, zumindest im Mittelstand oder kleinere Firmen, da ist irgendwie, Daten sind da irgendwie vorhanden, von wo auch immer. Also sei es jetzt irgendwie Daten aus dem operativen Betrieb, irgendwelche Tracking-Daten oder Log-Daten. Ähm, und die werden halt irgendwie verarbeitet. Ne? Da gibt es eine Pipeline oder verschiedene Pipelines, die das automatisiert verarbeiten und das fließt dann in irgendwelche Dashboards rein. Und ich glaube, die allermeisten, die irgendwie im Datenbereich tätig sind, die wissen auch, es gibt dann oft sehr viele Dashboards, sehr viele Reports. Und naja, wie oft da eigentlich reingeguckt wird und wie viel Wert die eigentlich erzeugen, ist so ein bisschen fragwürdig am Ende des Tages. Und das ist halt das, was Data Products irgendwie verändern wollen. Da wird halt auch, oder anders angefangen, wenn wir uns angucken, wie wir jetzt mit Daten umgehen, ist ja auch so, dass wir Daten überhaupt nicht von Anfang an mitdenken. Das liegt natürlich auch daran, dass das erst in den letzten, sagen wir so 5 bis 10 Jahren so ein richtiges Thema geworden ist. Und vorher sind die Daten halt irgendwo am Ende mit angefallen und dann hat man sich überlegt, wir gucken uns mal an, was in diesen Daten eigentlich drin ist. Und Data Products, da geht es nochmal ein bisschen mehr dahin, dass man diese Datenebene oder das ganze Thema halt von Anfang an auch mitdenkt, sodass dass es Kernbestandteil des Produkts auch mit begreift oder der Systeme. Und ein Data Product am Ende hat halt auch immer eine klare Zielgruppe. Also es ist nicht irgendein Dashboard oder ein Report, der einfach irgendwo landet, sondern es gibt immer klare Zielgruppen, die diese Reports dann auch benutzen sollen. Und wenn ich das richtig verstehe, sind es dann praktisch, ist das eine andere Sicht auf ein Softwareprodukt? Also wenn ich einen Microservice habe, der praktisch mit Nutzern interagiert, ist es dann so, dass praktisch der Nutzer irgendwie ein View auf das Produkt hat und dann natürlich wir als Entwickler einen anderen und dann der das Data Product konsumiert, auch irgendwie? Oder ähm, Ja, ich würde halt sagen, es ist eher eine andere Herangehensweise an das ganze Datenthema an sich. Ich glaube, so das typische Produkt nach außen zum Kunden hin, also zum quasi jemanden, der das wirklich kauft, da ändert sich gar nicht so viel, weil typischerweise, zumindest aktuell ist so, dass diese Data Products eigentlich interne Produkte sind. Also die werden halt, keine Ahnung, da wird halt dem Marketing oder irgendwelchen Forecasting-Abteilungen, Sales, wem auch immer, werden da halt konkrete Datenprodukte angeboten und dann halt wirklich auch ein Produkt im klassischen Sinne im Endeffekt. Es gibt von Anfang bis Ende auch irgendwie einen Product Owner. Man hat klar definiert, wer die Zielgruppe ist und da kommen wir ein bisschen auf das, was du gerade schon in deinem Recap erwähnt hast, wieder zurück. Auch wie interagiere ich mit den Daten? Ne, manchmal ist das vielleicht ein Dashboard, dann ist das auch okay. Für andere Teams ist vielleicht ein SQL-Interface oder ähm, irgendeine Art von BI-System, wo man dann noch selber Reports zusammenklicken kann, die man individuell braucht, das Richtige. Da muss man halt einfach mit den Konsumenten am Ende des Tages irgendwie
zusammenarbeiten. Aber es ist halt so, dass für jedes dieser Datenprodukte, egal was es ist, halt irgendwie ein klarer Use Case da sein muss und auch eine klare Zielgruppe da ist, die das halt rechtfertigt, dass es existiert. Und dann ermöglicht das halt so ein paar Sachen, die man aus dem typischen so Product Management oder Software Engineering auch übernehmen kann, dass man halt sowas wie Qualitätssicherung, Ownership, ja, der ganze Lebenszyklus, dass das alles irgendwo automatisiert werden kann und dass man da auch einfach keine Zeit verschwendet mit Dingen oder mit Datensets, die einfach gar nicht relevant sind. Das ist sehr interessant, dass man praktisch irgendwie also so eine Data Pipeline zu unterhalten, Ja, zu betreiben, kostet ja Geld. Erstmal im Compute, im Storage und dann eben auch an den Leuten, die sie dann halt reparieren, wenn sie kaputt ist und in Observability. Und Datenaggregation oder Extraktion von bestimmten Features können ja auch unterschiedlich teuer sein. ja, Also wenn sich da Leute wirklich ganz tiefgründig damit beschäftigen, irgendwie den letzten versteckten Datenpunkt irgendwie zu extrahieren, der vielleicht irgendwo in der Anforderung steht, aber dann gar nicht gebraucht wird oder das Datenprodukt da ums 10-fache teurer wird im Maintenance oder im Compute. Ähm, Da sehe ich auch häufig so in so Abschlussmeetings, wo ich dann Daten übergebe von einem Datenprodukt, wenn ich irgendwas aggregiert habe oder eine Data Pipeline fertig. Und dann sagt der PO oder irgendein Kunde, ein Konsument von dem Datenprodukt, ah ja, das wäre jetzt gar nicht so wichtig gewesen. Und ich denke mir so, hey, also das ist das, was ich 90% der Zeit gemacht habe. Das andere war super, super einfach. Also das bedeutet eigentlich, dass du sagst, so Data Products sollten praktisch von Anfang an in ein System mitgedacht werden und dann eben auch schon von Anfang an so ein bisschen wasserfallmäßig geplant werden, damit man praktisch auch die Komplexität abschätzen kann von so einem ich System, würde gar oder? nicht sagen, dass unbedingt so wasserfallmäßig schon mit geplant werden kann, muss immer. Also man kann da schon auch ein bisschen iterativ vorgehen und sagen, okay, wir gucken erstmal, was für Daten können wir eigentlich sammeln, sinnvoll, welche davon brauchen wir. Und dann halt auch mal gucken, ob man auf eine einfache Art und Weise schon mal, sag ich mal, wie so MVP-Charakter so ein Datenprodukt bereitstellt. Und das ist ja manchmal wirklich so, dass das einfach eine CSV-Datei ist, die man erstmal teilt und die Leute das dann irgendwie bei Power BI, Excel oder wo auch immer einlesen können und dann erstmal ein bisschen so gucken können, ist das überhaupt, können wir das, was wir machen wollen, damit überhaupt machen, bevor wir jetzt einfach was automatisieren. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist vielleicht eher, dass man, also ich glaube, technisch ändert sich nicht so viel im Vergleich zu jetzt. Es ist eher so ein bisschen die Herangehensweise und auch so ein mentaler Switch, wie wir über Daten und wie wir mit Daten arbeiten, nachdenken wollen. Ich glaube, das ist der viel wichtigere Fall und das ist auch, glaube ich, eine Umstellung, die in vielen Firmen spannend werden kann zumindest, weil es am Ende ja so ein bisschen eine neue Struktur in die interne Nutzung von Daten bringt. Nee, also ist ja jetzt so, dass schon viele Daten verwenden, aber es ist ja auch immer das irgendwie, dass man einen Data Analyst braucht, einen Data Engineer und dass man das ja gar nicht unbedingt immer hat und auch auf verschiedenen Ebenen halt auch die Leute dazu befähigen will, mit den Daten arbeiten zu können. So, wenn aus dem Marketing jedes Mal jemand einen Data Analyst braucht, um irgendwie ein paar Daten zu verarbeiten, dann ist das halt ein Problem eigentlich, wenn man es genau nimmt. Am besten wäre natürlich, wenn die Daten in der Komplexität und in dem Format, mit dem Sie irgendwas anfangen können, wenn Sie das bekommen, das wäre eigentlich optimal. Und das bedeutet auch, dass praktisch diesen Teil, also diesen Data Pipeline Teil, dann auch der Kunde, zum Beispiel ist das Marketing, dann auch sponsern sollte. Und sagen sollte so, hey, du hast hier diesen Service, ich will da draus irgendwie die IP-Adresse oder Location-Daten oder verschiedenste andere Daten. Ja, Ähm, und bitte gib mir die, ich bezahle dir im Monat 10, 20 Stunden, ja, damit du mir das betreibst. ja, Oder? Also das so. ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie man halt intern seine Verrechnungsstrukturen hat oder wie man sozusagen Geld von A nach B schiebt intern. Aber klar, in irgendeiner Form muss man sich halt entscheiden, ob man sagt, okay, wir haben halt irgendwie ein Data-Team und das kostet uns halt irgendwie einen Betrag X, den wir halt einfach ausgeben und die sind, also der interne, also Dienstleister ist schon wieder eigentlich blöd, weil das eigentlich nicht sinnvoll ist.
Aber das wäre schon irgendwie ein Ansatz. Oder man sagt halt wirklich, die verkaufen halt Produkte intern. Da sehe ich dann halt wieder die Gefahr, dass bestimmte Abteilungen wieder ihr eigenes Ding machen, weil sie dann vermeintlich Kosten sparen. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, die man irgendwo auf dem Schirm haben muss. Aber das ist, glaube ich, eher eine organisatorische Frage an der Stelle. Ist ja jetzt auch schon so, dass man halt Dashboards, Data Pipelines und alles Mögliche baut. Die Daten laufen dann irgendwo hin. Aber das ist so ein bisschen Fire and Forget. Also so ein, ja, man baut das einmal und dann läuft das und dann guckt man sich das nie wieder an. Und ob das eigentlich benutzt wird, guckt sich auch keiner an. Und das ist halt ein Problem, weil das kostet ja auch Geld. Ne? Die Datenpipelines kosten Geld, die kosten Geld im Betrieb. Wenn die Daten sich nicht anguckt, wenn es auch immer so ein bisschen unklar, sind die Daten eigentlich gut? Also ist das eigentlich, was in diesen Reports landet, ist das eigentlich valide? Darunter leidet irgendwie das Vertrauen am Ende des Tages. Und das ist halt genau das, was man eigentlich vermeiden will. Man will halt immer irgendwie die Reports an der Stelle so konkret haben wie möglich für den Use Case, den sie bedienen sollen. Und das kann de facto auch bedeuten, dass der gleiche Report im Endeffekt oder die gleichen Datensätze unterschiedliche quasi Frontends für unterschiedliche Nutzer kriegen. Dass halt jemand im Product Analytics Team halt viel mehr technisches Know-how hat vielleicht als jemand im C-Level oder im Marketing und dadurch halt ganz andere Möglichkeiten entstehen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der spannend werden könnte. Also ich weiß, dass die ganzen großen Firmen da auf jeden Fall schon sehr da dran sind, das umzusetzen, aber die haben natürlich auch die Ressourcen, das irgendwie zu planen und die leben halt nochmal viel, viel mehr von den Daten, als vielleicht eine kleine Firma oder ein Mittelständler das aktuell zumindest tut. Also, genau, also so ein Data Product kann also sein, hey, du kriegst mir irgendwie Zugriff auf die Observability-Plattform und du hast ein SQL oder so ein Prometheus, PromQL oder sonstige Abfrageinterface auf die Logs. Das könnte ja schon ausreichend sein für bestimmte Zielgruppen. Dann müsste sich aber dieser Kunde daran beteiligen, dass man halt eine entsprechende Infrastruktur schafft für die Logs, dass die nicht nur Stream Processing und Alerting machen, wenn halt nur ein Error geworfen wird, sondern dass die halt dann auch noch in die Vergangenheit irgendwie abfragbar sind. So, Ja, oder? also klar, Verstehe ich das? am Ende muss das natürlich irgendwo finanziert sein, das ist schon klar, so daran kommt man, glaube ich, nicht vorbei und da bin ich mir unsicher, was das beste Modell ist. Ich glaube, das hängt ein bisschen von der Firma ab, wie die Budgets da halt verteilt sind und was die Firma eigentlich macht. Ist das eher eine Produktfirma oder ist das eine Dienstleistungsfirma? Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Es fällt mir gerade schwer, das so über einen Kamm zu scheren zumindest. Da würde ich, Okay, ja, ja, glaube ich, sagen, es also, mhm. muss man halt an der eigenen Firma halt festmachen, wie man das am besten umsetzt. Also, dass das am Ende funktioniert. Weil, wenn ich jetzt halt also wir kommen ja beide eher aus dem Datenbereich, wenn ich dann so ein PO habe, der halt das Ziel hat, den Service praktisch für die Nutzer bereitzustellen, dann ist ja eigentlich im Projektmanagement die wenigste Priorität, die Daten, die da anfallen, irgendwie auch nochmal gewinnbringend in der Firma an den Mann zu bringen, sag ich mal. Ich glaube, das ist halt nochmal eine andere Mentalität zum einen und zum anderen sind das auch Mhm. zwei unterschiedliche Rollen. Also du hast natürlich irgendwie den Product Owner des eigentlichen Produkts, also des Produkts, was du als Firma verkaufst. Dann hast du halt irgendwo auch einen Product Owner, der halt diese Datenprodukte betreut, die halt dann intern oftmals sind. Wobei ich mir jetzt schon auch, je nachdem, was man halt macht, vorstellen kann, dass es auch Produkte gibt, die nach außen wirken können, wo man halt Zugang verkauft. Ähm, ja, also gerade alles, was so Daten aus der Mobility zum Beispiel sind, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da Interesse von außen geben kann, um ja, Bewegungsmodelle zu erstellen oder ja, solche Geschichten. Was Konkretes fällt mir so nicht ein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Also, es, ja, was mir jetzt einfällt, ist immer IoT, weil das ist immer so ein Reinforcement Loop. So, ja, du bereitest Daten oder du machst so einen Service für deine Kunden, wo du zeigen kannst, hier stehen meine Maschinen oder das tun meine Maschinen aktuell. Und dann die zweite Verwertung ist ja praktisch basierend auf den Daten, die diese Maschinen in der Vergangenheit erzeugt haben, verkaufe ich denen Dienstleistungen oder verkaufe ich denen Ersatzteile und so weiter. Also gerade im genau. IoT ist das so ein Produkt eigentlich, Ja, das
das sich selber füttert. Genau, aber das Data Product an der Stelle geht ja trotzdem irgendwo an den Vertrieb oder Customer Success oder wie auch immer man das nennt. Das geht ja nicht an den eigentlichen Kunden raus, sondern das ist ja dann trotzdem irgendwo jemand, da läutet eine Glocke quasi hier, der Kunde X, der bräuchte vielleicht noch einen weiteren Roboter, weil er schon an der Kapazitätsgrenze läuft oder solche Geschichten. Oder die Maschine ist verschlissen. Hier Genau. zu viel Stromverbrauch oder Öldruck ist zu niedrig. Oder, Ja. also, Aber das genau. sind ja Sachen, die trotzdem eher intern abgestimmt werden und nicht unbedingt direkt auch als Produkt verkauft werden. Das spielt natürlich alles in diesen eigentlichen Produktlebenszyklus mit rein. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, da liegt auch viel Potenzial für neue Umsatzmöglichkeiten oder Kundenzufriedenheit erhöhen. Solche Geschichten. Da ist auf jeden Fall Potenzial und da muss man echt gucken, dass man die Daten, die man da sammelt und sammeln kann, sinnvoll einsetzt. Also Daten sind kein Selbstzweck in dem Sinn, sondern die haben immer irgendwie es geht am Ende immer darum, irgendwie Kosten zu sparen oder Umsatz zu erhöhen oder beides. Das ist ja immer das, ja. Also jede Firma existiert genau aus diesem Grund im Endeffekt. Ja, also für mich als Entwickler ist es immer schön, wenn ich irgendwie ein Feature, also ein Datenfeature praktisch irgendwie zusammenstelle oder aggregiere. Und wenn ich genau weiß, wenn ich das fertig habe, dann ist das ein großer Gewinn für einen Kollege in einer anderen Abteilung, weil der dann halt deutlich besser seine Arbeit erledigen kann. Ja. Und so wie ich die jetzt verstehe, diesen Pull praktisch von einem Datenproduktkäufer, Konsumenten herzustellen an ein Data-Team oder auch an einen Service oder halt an ein technisches System. Das ist so, also das finde ich als Entwickler halt super rewarding, wenn der halt dann sagt, jawohl, cool, du hast mir das Feature hingestellt, da habe ich lang drauf gewartet, jetzt bin ich irgendwie 5-mal schneller und kann noch besser meinen Job machen. Ja. Und das ist dann natürlich ein großer Wert. Also wenn das ist ja dann auch praktisch eine Bezahlung, sag ich mal, weil du dann halt, weil du ganz genau sagen kannst, ich habe jetzt einen Sprint damit verbracht, das zu bauen, weil der jetzt deutlich schneller ist, mein Kollege zum Beispiel. Genau, und da ist halt, glaube ich, der Knackpunkt wirklich, dass man halt immer aus Sicht des Konsumenten irgendwie denkt, gibt es den überhaupt? Wer ist das? Was braucht der? Was fehlt dem bisher, um seine Probleme zu lösen? Und damit wird man auch damit werden Daten automatisch halt Teil des Business. Und nicht so was Technisches. Jetzt ist ja eher so was Technisches an vielen Unternehmen, aber es ist eigentlich ja eher eine strategische und so ein Business Observability, wenn man so will. Man guckt sich an, was in seinem Business eigentlich passiert und kann halt darauf basierend Entscheidungen treffen. Und das mit Datenprodukten standardisiert man das vielleicht in gewisser Weise, so dass man Struktur hat, wie man sowas aufsetzt, auch ein vielleicht internes Framework, wie man da die Entwicklung vorantreibt, wie da quasi Product Discovery gemacht wird, wie da MVPs gebaut werden, wie die dokumentiert werden, wie man Datenqualität sicherstellt. Diese ganzen Themen, die kann man dann halt ein bisschen vereinheitlichen. Und das macht halt vieles einfacher. Und wenn man das, glaube ich, einmal geschafft hat, dann kommt man halt viel schneller auch voran in dem ganzen Gebiet. Was ist dein letzter Satz? Wie können Leute starten mit so einem datenproduktgetriebenen Engineering, wenn jetzt jemand damit anfangen will? Ja, ich würde halt immer damit anfangen zu gucken, welche Fragen aktuell im Geschäftsmodell offen sind, wo vielleicht Geld weggeht, wo man Geld liegen lässt. Was sind Probleme, die immer wieder auftreten? Wo kommen vielleicht auch Kunden an und fragen dich, hier, wir haben immer wieder dasselbe Problem, woran liegt das? Und du kannst halt nicht beantworten. Da würde ich erstmal gucken, wie kann ich das da beantworten? Wie komme ich an die Daten? Und dann wirklich so ganz einfach anfangen mit dem, was man hat irgendwie. Je nachdem, wenn man Cloud benutzt, dann Cloud. Wenn man irgendwie On-Prem hat, dann On-Prem. Wenn man gar keine Infrastruktur hat, auch auf einem Laptop kommt man ziemlich weit. Damit würde ich anfangen. So einfach wie möglich und immer mit dem ganz klaren Ziel, irgendwie ein Business-Problem im Hinterkopf zu haben und auch immer jemanden, der das am Ende benutzen will. Das ist, glaube ich, ein guter. Dann kann man eigentlich schon einen Preis da ranhängen. Genau. Richtig, oder? Also dann, wenn das so, also dann kann man ja sagen, hey, unser Kunde, dem kostet es 1.000 Euro im Monat und wir haben 20 davon. Wenn wir das lösen, dann können wir einen neuen Mitarbeiter einstellen tatsächlich. Genau, und da kommt man halt ganz schnell auch auf den Punkt, dass man
ja, das dann ein bisschen professionalisieren kann intern, dass man halt Strukturen schafft, um diese Produkte quasi wiederholt auch zu bauen. Und damit, klar, irgendwann kommt der Punkt, wo man wahrscheinlich seine Infrastruktur dafür irgendwie updaten, upgraden muss. Aber das ist meistens, kommt das viel später, als man am Anfang denkt. Also man kommt schon ziemlich weit mit den Mitteln, die man typischerweise hat. Holt euch alle ein Raspberry Pi und eine DuckDB drauf. Klingt schon mal nach einem guten Anfang. Dann habt ihr euer Data Warehouse, das die ersten 100.000 Euro im Monat verdient. Also tatsächlich glaube ich, dass da haben wir ja auch schon einige Podcasts drüber gehalten. Ja, Ja, vielen Dank für deine Ideen hat mir Spaß gemacht, Weber. die Einführung ins Data Products. Hab wieder was mitnehmen können, vor allem halt diese Sinnhaftigkeit von dem, was Dateningenieure tun oder Data Teams tun, dass die nicht nur Kosten verursachen, sondern eigentlich auch ein großer Einkommensquelle sein können, wenn man die Struktur, einfach die Erlösstruktur praktisch da ein bisschen auch anpasst oder wenn man halt einen anderen Blickwinkel auf, auf den ganzen Bereich findet. Ja. Vielen Dank. Hat mich gefreut, Uli, wie immer. Und Bis zum nächsten vielen Mal. Dank fürs Zuhören, wie immer. Und bis zum nächsten Mal, mit welchem Thema auch immer. Lasst euch überraschen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt was gerne. Ciao. Tschüss.